Das ist der Saal, in dem wir gleich uns gemütlich machen werden. Genau, gehen wir da rein. Genau. Soll ich aufmachen? Genau, das wäre super, wenn wir da jetzt einfach mal reingehen. Ich danke dir. Jetzt werden wir mal schauen hier. Schon ein bisschen was hergebracht. Wow, schau mal. Wie heißt das Kino, Janusz? Wie heißt das? Ja. Union. Das? Union Kino. Union Kino. Toll. Sehr gemütlich. Und das dürfen wir heute hier nutzen, um uns ein bisschen zu unterhalten. Nicht zu nah aufnahmen mag. Das Alte kommt heraus. Es ist schön, dass wir uns hier getroffen haben. In so einem Raum. Das war mein Wunsch auch. Love, and you speak love. Our summer day with us away, too soon, too soon. Speak love. Was werde ich denn heute alles erzählen? Wie werde ich das erzählen? Meine Aufregung ein bisschen in Griff halten. Okay. Hallo Janusz. Hallo. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt So, sitzen wir da. schön mit dir hier zu sitzen, in so wunderbarer Ambiente. Ich bin sehr aufgeregt. Um meine Geschichte zu erzählen, brauchen wir ein bisschen Zeit. Ja. Ich konnte anfangen schon 1942, wo ich auf diese Welt gekommen bin. Ja. Ja, das war eine schlechte Zeit. Mein Vater, Soldat. Das muss ich auch erzählen heute gerne. Bin geboren und meine Mutter wollte ein Mädchen haben, kein Jungen, weil das waren schon 2 Jungs da. Und die Hebamme, weil das zu Hause war, hat gesagt, das ist ein toller Junge, der muss einen Namen haben. Und meine Mama hat gesagt, geben Sie bitte ihm einen Namen. Und die hat mir einen Namen gegeben, Hans-Jürgen. Hans-Jürgen? Ja. Bin ich geboren mit Hans-Jürgen-Namen. Okay. Ja, da musste ich nach dem Krieg, das musste gewählt werden. Dann war ich in Polen, ne, der Hans-Jürgen heißt. So fing die Geschichte an. Und meine Mutter hat gesagt, der wird wahrscheinlich nicht überleben, der ist so klein und das ist Kriegszeit. Und ja, sie sind alle jetzt im Himmel. Und ich sitze heute hier. Guck mal, ne? Immer die, von denen man sagt, sie schaffen es vielleicht nicht, Ja. ne? Und heute sitze ich hier und ich freue mich, dass ich dir auch die Geschichte erzählen werde. Ja, und ich freue mich, ja. Wir können anfangen und über die Familie zu sprechen, vielleicht als Erste. Ja, wir haben uns heute, ich will jetzt noch mal kurz dazwischen grätschen. Ja. Wir haben uns heute hier 2020, Ende November sozusagen, treffen wir uns in Friedrichshagen, oder? Das ist Friedrichshagen im Union Kino, was ein lieber Freund von uns beiden, natürlich der Wolf, ausgewählt hat, damit wir auch ein schönes Ambiente für den Anfang haben. Dann müssen wir mit ihm eintrinken. Ja. Hat es sehr gut gemacht. Orangensaft, ja super. Ja. Und du ein Wein mit ihm oder ein Bier. Genau, das hat er sehr gut gemacht und uns ist das hier super zur Verfügung gestellt worden, damit eben auch wir Künstler, wie uns eben der Thomas erzählt hat, ein bisschen Unterstützung erfahren und unsere Geschichte erzählen können. Und ich bin ja neugierig auf deine Geschichte. Es wird nicht einfach für mich sein, weil Tänze als Beruf lernst du auf Musik zu reagieren, etwas aussagen mit Bewegung. Mit Gespräch ist das nicht da. Obwohl ich war zwischendurch auch 3 Jahre in Deutschland als Schauspieler beschäftigt. Ja. In guten Theater. So,
Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ja, wir haben ja gesagt, heute fangen wir hier richtig schön gemütlich an und ich will ja wissen, hast du gerade schon angefangen, wie ist der Janusz in diese Welt geplumpst? Und was hast du erlebt? Als Kind bin ich in eine sehr gute Familie gekommen. Papa, Mama, alle haben wir uns geliebt und das Feste. Aber ich wollte immer weg, war mir zu langweilig zu Hause. Das heißt, mein Vater war Musiker, ein bisschen hatte Musik gespielt. Und meine Mama hat mich gefragt, was willst du denn machen? Ich habe gesagt, Mama, ich will wegfahren und vielleicht in Kino, vielleicht in, ich weiß nicht, Theater, aber ich wusste nicht genau. In welchem Alter war das denn? Nach der Grundschule. Da war ich 6 und 7, 13 Jahre. Okay, aber du bist ja, warum wolltest du von da, wo du warst, weg? Wo warst du denn? Na, meine Eltern haben übernommen einen Bauernhof in Pommern, in Polen. Und dann natürlich auf dem Dorf, mein Vater hätte gerne, dass ich ein Schuster oder Friseur bin, schnell Geld verdiene und ich wollte das nicht. Naja, dann wusstest du ja schon irgendwie, dass du bestimmte Dinge nicht willst. Das war eine schöne Geschichte. Meine Mutter hat heimlich, weil mein Vater wollte das nicht. Meine Mutter heimlich hat gesagt, wir fahren von Bydgoszcz, Bromberg bis nach Oberschlesien fahren. Da zur Schule hat sie versucht, ihre Ohrringe zu verkaufen, weil wir haben kein Geld damals gehabt. Mein Vater wollte kein Geld geben. Und dann, da hat mich in einen Zug eingesetzt, ich habe die ganze Nacht gefahren zum Bruder von meiner Mutter, der kannte die Rektorin der Ballettschule in Beton, das war in dem. Und da sind wir gefahren. Aber warum? Okay, da muss ich ja mal dazwischen gehen. Wie ist es dazu gekommen? Weil du hast mir eigentlich erzählt, du wusstest ja gar nicht, was du willst. Wie kam denn das Ballett auf einmal ins Spiel? Nein, da komme ich noch dazu. Ich wusste nicht, was mich da erwartet, aber meine Onkel und meine Tante haben gesagt, auch der ist so musischer Mensch. Vielleicht gehen, da war Musikschule, im Ballettschule in einem Raum, im Großen. Das heißt, Musik hat dich interessiert? Ja, Musik habe ich schon gespielt. Ah, okay. Ich habe Unterricht bekommen, wie alle Unterricht. Mit 6 Jahren habe ich Unterricht bekommen. Ich habe ein schön Klavier gespielt. Aber ja, du spielst ja heute auch noch Klavier, genau. Und dann sind wir da war eine große Prüfung für viele Kinder und alles. Und war schon alles zu Ende. Meine Tante stand neben mir und ich habe gesagt, naja, da gehen wir. Wie gehen wir? Du musst doch Prüfung machen. Ich habe gesagt, wie? Ging die rein, sagt man, ich habe einen Junge hier. Ja, was will der denn hier? Was kann der? Ja, der kann Klavier spielen. Und da war der Rektor von der Musikschule, sagte, spiel. Und ich habe ein wunderschönes Lied gespielt, den ich noch heute kenne. Und dann saß eine alte Dame, das war Direktorin von Ballettschule, ich wusste nicht, was Ballett ist. Und hat ihm zu mir gesagt, stell dich hin, ja, mach die Beine so, ein bisschen hoch, guck mir das und dann ist, wir nehmen dich zur Ballettschule. Ich habe gesagt, Ballett? Was ist das denn? Naja, du wirst schon lernen. Aber der Direktor von Musikschule hat gesagt, ich will, dass der Pianist wird. Und haben sich beide gestritten, was soll der Janusz machen. Dann haben sich abgesprochen, hat der Direktor gesagt, so, der wird bei mir in der Musikschule Musik machen. Und wenn Sie wollen, wenn Sie will auch, da können Sie auch Ballettunterricht machen. Weil die Schule war gemeinsam, das heißt bis Abitur, 9 Jahre dauert. Na, so habe ich angefangen, Klavier zu spielen. Und dann habe ich gesehen, so wunderschöne Mädchen, die da gelaufen sind, mit so kleinen Röckchen. Und meine Kollegin aus der Musikschule hatte eine Brille an, eine Geige in der Hand und ging zu spielen. Ich habe gesagt, was bist du, ein Mädchen? Was bist du denn? Was machst du denn hier? Ballett. Oh, da möchte ich auch. Dann hat die Lehrerin gesagt, da kommst du mal zum Training, wenn wir lernen. Und ich hatte keine Klamotten für Ballett.
musst du dir das vorstellen. So Unterhose, Winterunterhose. Ich kenne den auch von meinem Opa. Und Pantoffel, Hauspantoffel. Das will ich dir gerne erzählen. Da war eine riesige Tür und ich habe aufgemacht, und war ein Schloss. Und ein Riesensaal und viele Kinder an der Stange haben sich gehalten. Und die Lehrerin sagt mal, ja, such dir einen Platz. Und der Janusz, wie der Janusz ist, habe ich geguckt, da stand so ein wunderschönes Mädchen, hat ihre Beine hochgehalten. Habe ich mich hinter ihr gestellt und so habe ich angefangen, Ballett zu machen. Das war eine komische Geschichte. Wie kommt man zum Ballett? Das ist wirklich ungewöhnlich. Das ist unglaublich. Und dann habe ich Musik weitergemacht und Ballettunterricht. Und jetzt muss ich unterbrechen. Okay. Weil sie haben mich aus der Schule rausgeschmissen. Ah. Möchtest du wissen, warum? Natürlich. Naja. Ja, also okay, du warst dann, wie alt warst du? Also du warst 13, oder? 14, 15. 13, 14? Ja, ich bin zu spät zum Ballett. Sehr Ballett spät, fängt ne? mit 10 Uhr an, 10 Jahre 10, an. ja. Das ist egal. Manchmal sind so die später, wie sagt man? Entwickler sind dann plötzlich da geworden. Aber gut, da bin ich jetzt, ich habe die Schule erzählt. Genau. Warum? Das ist der Gang, wo war Internat, Männer, Jungs-Internat unten, eine Etage höher, eine Mädchen. Und ich habe mich verliebt. Und sie war etwas jünger als ich. Monika hieß sie, Monika. Und die ist oft zu mir gekommen und wir haben gekuschelt. Keine schlechten Sachen gemacht, nur gekuschelt. Und die kam und eines Tages, die Tür geht auf, in mein Zimmer steht der Leiter des Internat. Was macht ihr denn hier? Und wir haben gesagt, so ein bisschen. Janusz, wer liegt da bei dir im Bett? Und ich habe gesagt, Franek. Wie Franek? Weil du weißt, ein Ballett, haben oft sind die Geschichte anders bei Männern. Oh, der hat mich jetzt erwischt, das ist so eine bin. Und sagte, Franek, gehst du raus? Franek, raus. Da geht einfach die Decke auf und sagt mir, ich bin Monika. Oh mein Gott. Okay. Und nach dieser ganzen Geschichte haben die uns beide rausgeschmissen aus der Schule. Ach du weh. Ja, damals war so. Weil heute wird wahrscheinlich anders gehandelt. Aber die Geschichte war so. Und da war ich ohne Schule, sie auch. Aber sie ging zu ihrer Mutter und ich ging zu meinen Eltern im Dorf. Und dann war eine schöne Geschichte. Kam eine Frau, eine Mannschaft, Archäologen. Und die haben da was in dem Dorf ausgegraben. Und die haben gewohnt in unserem Haus, weil wir ein schönes Haus hatten. Und die Frau fragte mich, was machst du denn hier so, junger Mann? Ich habe gesagt, sie haben mich aus der Schule rausgeschmissen. Und was hast du gemacht? Ballett. Oh, ich kenne die Direktorin in Ballettschule in Danzig. Ah, mei. Da gehst du dahin, stellst du dich vor. Und so ist passiert. Und Danzig war eigentlich da kam die ganze Geschichte auf mich zu, mit wunderschöner Direktorin, meine Meisterin. Und dann werde ich das weiter erzählen, wie sich das entwickelte. Auf jeden Fall, sie hat mich sofort geblickt, ich kenne ihre Augen. Ich zeigte ihr die Bilder dabei, die Frau sagte, gut, ich nehme dich an, aber passt du auf meine Mädchen nicht so viel.
Du hast dir erzählt, was war, warum du Natürlich, von der ich anderen musste die Schule Wahrheit- geflogen bist. Genau wie ich dir das heute erzähle, habe ich dir damals erzählt. Ja, aber was Das haben ist denn, schön. noch mal kurz dazwischen erzählt, was haben denn deine Eltern gesagt, als du zurückgekommen bist deswegen? Und ja, mein Vater hat sich gefreut, dass ich endlich Dass du wieder da bist? Geld verdiene, Ach so, vielleicht okay. was arbeiten würde. Und meine Mutter hat uns sehr geliebt, Kinder, und die hat sich gefreut, wie das war. Auf jeden Fall, die Geschichte bis dahin ist interessant. Im Grunde genommen bin ich jetzt von Geburt an jetzt bei der Schule. Und Also du meine- bist du bist da hingekommen, deine Eltern haben es dir möglich gemacht, dass du nach Danzig fährst? Ja, na, ich habe mein Geld verdient bei der archäologischen Ausgrabung. Bei den Ausgrabungen? Ja, ich musste Geld haben. um Aber dahin guck zu- mal, spannend ist doch, du hattest aber trotzdem, obwohl du Ballett selber nicht als Idee hattest, als du in die Welt Ja. kamst, du hattest aber trotzdem also offensichtlich, als du dann auf deiner ersten Ballettschule oder auf dem Internat warst, du hast Blut geleckt, oder? Hat es dir gefallen oder nicht? Nicht. Hast du nicht? Nein. Ja, aber warum bist du denn dann nach Ja, Danzig noch also, gegangen? wenn man schon in der Schule ist, dann, was Ballettschule ist, du lernst auch andere, wie sagt man, Geschichte, bis zum Abitur. Und dann, mich hat Musik interessiert und Ballett. Ich möchte das sagen, ich bin eigentlich nicht so gebaut, wie ein Tänzer sein möchte. Das heißt, von Körper hier, ich hatte einen guten Körper, aber es gibt eine kritische Betrachtung eines Körpers für Tänzer. Wie seine Füße arbeiten, wie hoch dein Bein geht, Spagate machen und alles zusammen. Das hat mich nie interessiert und ich habe das nie gemacht. Ich komme später dazu, wie ich meine Karriere aufgebaut habe. Und wie du ja offensichtlich auch Leidenschaft entdeckt hast für den Tanz bei dir selbst. Jetzt, das ist eine wichtige Frage. Das ist natürlich eine Schöne wichtige Frage, das weil sag weil ich natürlich sage, also ich meine, ich habe natürlich auch schon immer eine große Affinität zu Musik gehabt, aber auch zu Tanz. Ja. Ne? Ich wäre ja gern Tänzerin geworden. So. Ich meine, Tanz bestimmt immer mein Leben, das wird auch immer mit dabei sein. Bewegung auch. Ich gehöre natürlich zu diesen sehr gelenkigen Menschen. Von Anfang an. Ne? Also für mich war das alles gar kein Thema, eben mal das Bein über den hier hinten hinschlingen, das mache ich heute noch gerne. Ja? Aber mich interessiert natürlich, normalerweise habe ich ja gedacht, jemand, der tanzt, du bist Tänzer gewesen, wie lange bitte? 50 Jahre? 50 Jahre. Tänzer, da sage ich einfach mal, Janusz, da muss Leidenschaft nachher im Spiel sein. Ich komme gleich dazu. Du Okay. hast mir gesagt, ein schönes Wort, ich habe mein Blut gelegt. Genau. Wann? Genau. Eben in Danzig. Durch diese Frau, Direktorin, Wie hieß die denn? die war Janina Jarzynówna Sobczak. Okay. Ich habe jetzt zu ihrem 100-jährigen Jubiläum habe ich etwas von ihr in der Oper in Danzig gemacht. Aber ich komme nochmal zurück. Das wird wichtige Thema, wie ich überhaupt Leidenschaft für Tanz entwickelte. Wodurch und wie sich das alles entwickelt hat. Da möchte ich Das einfach machen wir nochmal extra, ne? extra, weil das wäre mir ist auch so lieb. das ist so ein Sprung wie ins Wasser. Und dann, der geht nicht anders. Das ist auch nochmal, da nochmal reinzugehen, ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ne? Das ist, Das möchte ich als besonders erzählen. Dann, Natürlich. machen wir das an. wir sind ja jetzt, also du bist dann nach Danzig gekommen, zu dieser tollen Direktorin, die es aber offensichtlich auch mit dir versuchen wollte, oder? Was? Die es offensichtlich auch mit dir versuchen wollte, dass du auf dieser Schule bist. Ja, weil sie hat gemerkt, ihre Gabe war so, merken bei Leuten die kreative Seite. Sie hat geholt aus uns, aus Tänzer und bei mir besonders. Ich habe noch ein Buch von ihr geschrieben. Ich habe einen persönlichen Brief, wo sie schreibt, dass sie alle Tänzer geliebt hat, viele Sachen gemacht hat, aber es war eine Tänzerin,
mit der ich da getanzt habe, Alicja Boniuszko und du, Janusz, ihr wart die Besten. Ja, toll, dass es diese Menschen gibt, ne? Die auch das Potenzial von jemandem erkennen oder die noch was rauskitzeln. Die und war wirklich wie eine Mutter, Ersatzmutter, wunderschön. Toll, ungewöhnlich. Da warst du dann 15. Ja, Wo sind wir da ungefähr? Wann? Da warst du 15? 63. Na, 63? Nein, da war ich. Was meinst du? 63 habe ich ein Abitur gemacht und Diplom-Tänzer in Danzig. Ah, okay. Und da war ich schon. Ja, über da warst 20. du 21. Ja. Okay. Ungewöhnliche Geschichte. Ja, weil ich habe jetzt von kurzem ein Programm gesehen und einen Film über Nureyev, den ich persönlich kannte. Und Nureyev, Nureyev, oh je, das natürlich. erzählst du mir noch. Ich bin natürlich ein totaler Nureyev-Fan. Ja, ich habe ein Training gemacht in Leningrad. Das ist einfach länger damals. Und der war in der Klasse, wo ich durfte trainieren mit. Ich war da und da war der Nureyev dabei. Und wir haben uns kennengelernt. Und über den Nureyev den Film gesehen habe, das war schon von Anfang an hat man gewusst, der wird Tänzer und sowas. Verstehst du, diese Weichheit, diese ganze Tänzer, im Grunde genommen gibt es wenige Tänzer, die männlich sind, richtig männlich auf der Bühne, die Männer spielen, ist immer noch eine Weichheit, der dazu führt, naja, du und der Spiegel, du guckst dich immer in den Spiegel, wie du da aussiehst. Aber nochmal zu sagen, die Nureyev, also wunderbar. Ich wusste nicht, dass ich dann so guter Tänzer werde, dass ich das mache. Ich habe Schule gemacht. Ich wollte nicht zu Hause sein, dass mein Vater mich zum Schuster oder Friseur ausbilden Du hattest einfach eine andere Idee, in die Welt zu gehen und was anderes zu tun. Habe ich das am Anfang gesagt? Ich wollte Genau, weg. du wolltest unbedingt weg, ja. Und wo ich jetzt weg war, da musste ich das machen. Ich habe geguckt auf die Leute. Ich habe bewundert Leute, die gut waren. Die Schauspieler, die Tänzer, die Musiker. Die Kreativen. Und dann habe ich mir gesagt, Janusz, du kannst das auch. Du musst versuchen. Ja. Und dann habe ich angefangen, in Danzig zu arbeiten. Ja, die Idee, aber schon alleine die Idee zu wissen, dass du was Bestimmtes nicht willst und dass du raus in die Welt willst, ist ja schon eine ganz große Idee, die manche ja gar nicht entwickeln. Muss man auch noch mal ganz klar dazu sagen. Aber die Welt ein schön zu machen, interessant zu machen, hat die Janina Jasenowna Sobczak geschafft. Die Ganz hat mir schön, die toll. Welt geöffnet. Ja. Und die Freiheit, die hat nicht alles gezeigt, wie man tanzen soll. Sie hat mir so wie wir sitzen, gesprochen. Janusz ist aufgestanden, das war Spiegel, und hat angefangen, das, was sie erzählt hat, in Bewegung zu setzen. Ja, mach das so. Das kenne ich auch, dieses, dass man, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich körperlich ausdrücken will, was ich fühle, weil es kein Wort dafür gibt, aber weil es unbedingt Gestik oder Bewegung dafür gibt. Ja? Der Tanz ist nicht nur interessant, dass man eine Technik hat, was sagt man mit der Bewegung? Das heißt, das habe ich gelernt, nicht nur schöne Ballette tanzen oder klassische, habe ich auch getanzt. Aber mich hat interessiert, ich möchte was sagen ohne Worte. Verstehst du? Ohne Worte sagen. Und das ist mir gelungen mit Jasenowna. Da verstehen wir uns sowieso super. Weißt du warum? Ich kann das richtig gut verstehen. Weil zum Beispiel auch im Gesang, also ich als Sängerin, ich natürlich auch finde, der Worte waren es schon zu viel, ganz oft. Jedes Wort wurde schon 1000-mal irgendwie gesagt, beziehungsweise gesungen. Und oft fand ich das auch, als ich so ins Leben singend ging, langweilig oder nicht dementsprechend, was ich fühle. Und dann hätte ich neue Wörter erfinden müssen, habe ich auch zwischendurch, oder eben mehr in mich gehen, um Töne aus mir rauszuholen. Und ich habe das als Sängerin so gelöst, dass ich anfing, Töne zu singen.
und nicht Wörter zu singen, weil ich wollte ausdrücken durch den Ton, was ich fühle und denke. Ja, gut. Es ist natürlich nicht jeder immer da, ne, da fanden viele natürlich auch ungewöhnlich oder haben gesagt, was macht sie da? Ja, aber für mich ist das auch heute noch, auch so mit denen, wenn ich gucke, so Urgesänge oder von auch wie ein Blues angefangen hat. Ja, Wir hatten das gestern mal kurz. Man darf Ne? da nicht sprechen, Da durfte man nicht sprechen und dann hat man vielleicht angefangen zu summen, Ja. ne? Oder andere Töne zu machen. Kann ich so gut nachvollziehen. Also von daher kann ich das natürlich für einen Tanz auch. Darf ich mir jetzt vorstellen. etwas reinschieben, Ja, was mach. ich noch nicht gesagt habe? In dem Jahr, wo ich mein Diplom machen sollte, gemacht in der Schule, bin ich als Sänger in Wettbewerb, ein polnischer Wettbewerb, als Sänger aufgetreten mit Gitarre. Habe ich 2. Preis bekommen. Ach, guck. Und der 3. Preis hat bekommen ein Sänger, der jetzt nicht mehr lebt, der war mein Freund, Czesław Niemen. Das war der größte Rockmusiker überhaupt in der Welt. Aber der hat mir angeboten, dass ich auf Tournee mit ihm gehe. Dann habe ich gesagt, na darf ich nicht. Ich muss mein Diplom machen. Ich bin aus einer Schule rausgeworfen und aus dieser nicht. Und dann habe ich mit Auszeichnung gemacht. Deine Schule. Einzige von der ganzen Klasse habe ich Auszeichnung, steht extra geschrieben in mein Diplom. So, wie du sagst, diese Töne. Außerdem, bevor ich nach Oberschlesien zu der Schule gefahren bin, bin ich mit meiner Mutter noch mal gegangen durch die Stadt und habe ich gesehen, Plastikschule oder so etwas, so Malerschule. Ich habe gesagt, Mama, ich habe sehr gerne gemalt. Gehen wir dahin. Vielleicht kann ich hier zur Schule gehen, weil das ist eine Kunst. Ja, sind wir gegangen. Und da kam so die Frau vom Sekretariat, hat gesagt, nein, die Prüfungen sind schon alle da. Und dann kam ein älterer Herr rein, zwischendurch, und sagte, guckte mich, das ist die Geschichte meines Lebens. Die ersten Blicke, die ich hatte, auch in der Kunstgeschichte, die Sympathie und alles, hat sich ein paar Mal wiederholt bei mir. Dass du Menschen triffst und man sieht sich. Ja, was möchtest du denn? Ja, ich kann malen ein bisschen. Wie kommst du? Hat er mich zu einem Riesensaal gebracht, hat Papier gegeben, zu malen Sachen. Mal was. Ich komme in einer halben Stunde, 1 Stunde. Ich habe mich gesetzt, habe ich da was gemacht. Plötzlich höre ich hinter mir, sagt man, du bist bei mir in der Schule, du kommst jetzt zu. Ich erzähle die Sachen, die gleichzeitig passiert sind. Ja, spannend. Ich konnte Maler werden. Hey, sag. Ich war Musiker Ja. und dann wusste ich vom Tanz sehr wenig. Was war das Ballett? Man hat damals nicht so viel gesehen. Wir haben doch keine Möglichkeiten wie heute, so viel Ballett zu sehen. Und für mich Ballett war ein schönes Mädchen. Ja, kann Der ich Anfang. nachvollziehen. Mhm. Das war ein Anfang. Und aus den schönen Mädchen entstand diese Leidenschaft zum Ballett. Aber du hast mir andere Fragen gestellt. Ja, das habe ich ja gerade. Naja, aber so ist ja der Werdegang. Das ist spannend zu gucken, dass zwischendurch auch noch deine Mutter dich begleitet hat. Und ihr noch auch, du dich ja auch noch umgeschaut hast. Ach, das könnte es ja auch noch geben. Oder ach, ich male auch gerne oder zeichne gerne. War bei mir ja auch immer so. Das ist, ich finde, die Spannung darin, dass Menschen, die oft in ein Feld der Kreativität treten, oft auch noch ganz andere parat haben. Ja, also zu mir haben die Leute mal gesagt, Jana, wenn du dich entscheiden könntest, was würdest du machen? Ja, und dann habe ich immer gesagt, nie will ich mich entscheiden, weil es hat ja alles mich interessiert. Ich habe mit Malen und Zeichnen angefangen als Kind. Ja, dann ist es ja weitergegangen. Musik war ganz stark auch in mir, aber ich bin ja nie gefördert worden in dem Sinne. Ne? Und das waren bei mir auch glückliche Fügungen, Begegnungen, die mich dann da immer mehr hingeführt haben. Dann habe ich ja viel gezeichnet, immer. Das war immer da.
Und irgendwann musste ich das fotografieren, was ich zeichne. Ne, um das einen Katalog zu machen oder für Ausstellung irgendwas. Und dann habe ich die Fotografie entdeckt. So war das ja bei mir. Oder dann habe ich mit Holz gearbeitet, nee, dann habe ich erst mit Metall gearbeitet in meiner Ausbildung. Und dann habe ich aber Holz entdeckt. Also das sind so Sachen, aber ich würde mich nie entscheiden wollen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Lebensphasen. Na klar, für Ballett und auch für gewisse Entwicklung von Technik, da braucht man auch eine ganz intensive Zeit und auch Jahre, um da reinzugehen, um überhaupt auch diese Fertigkeiten, die man braucht, zu entwickeln. Es gibt eine Ähnlichkeit, das, was du über dich erzählst. Aber ich war in der Welt, wo ich Sachen gesehen habe, die mich begegnet sind, die mich interessiert haben. Genau. Was ich nicht von Anfang an wusste, dass das wird was für mich. Ein Dorf, wo meine Eltern lebten, konnte ich das nicht machen. Da ging es auch um andere Sachen. Und dann habe ich mir gesagt, oh toll, wie die das macht, wie er das macht. Und diese Geschichte, oh, da möchte ich auch gerne. Du warst ein staunender Mensch sozusagen. Also du hast dich interessiert. Und dann, das war zum Beispiel von meinem Diplom eine Geschichte, muss ich erzählen. Meine Kollegen, die waren nicht schlechte Tänzer und alles so. Und die sind einfach, wenn der Pause war in Danzig, schwimmen gegangen, am Meer gefahren. Und ich bin in Ballettsaal gegangen, alleine habe ich geübt, das, was ich wollte besser machen. Und so ist mein ganzes Leben auch bis heute, wenn ich als Choreograf arbeite oder sowas. Ich muss absolut erarbeiten. Zwar reduzieren, aber erarbeiten. Weil in Kunst, das ist Reduktion. Ne? Echte Kunst ist Reduktion. Gut, ich erzähle jetzt so schön, mit dir ist doch wunderbar hier zu sitzen. Wir haben keine hört zu. Das ist so schön, ne? So einen schönen Saal, nur ganz für uns alleine. Herrlich. Ja. Aber ich glaube, wir werden auch andere Räume erblicken. Ne? Und auch gucken, dass wir werden was auch schaffen. andere Räume erblicken. Wenn du dir meine Filme ansiehst, meine Tanzfilme und meine Arbeiten, dann können wir weiter Gespräche machen. Vielleicht interessante Gespräche. Warum sitze ich hier heute mit 78 Jahren? Da musst du dir vorstellen, 78 Jahre, habe ich nie gedacht, dass ich so lange leben werde. Und wie schön, dass ich dir begegnet bin. Ja, das sind Zufälle. Über die Zufälle will ich noch mit dir sprechen. Ja, aber ich finde immer, manche Leute sagen jetzt immer, Zufälle gibt es nicht. Und ich finde, eigentlich ist es sogar ein ganz gutes Wort, weil es fällt einem zu. Also es kommt wirklich zu einem. Im Grunde ist es gar nicht so verkehrt. Ich meine, man kann auch noch schöne Wörter finden. Man kann sagen, es ist Bestimmung oder es sollte sein. Na klar, aber ein Zufall, es ist die Bewertung von Wörtern. Aber es ist uns tatsächlich zugefallen durch unseren wunderbaren Freund Wolf. Ich glaube, dir ist auch bewusst, dass wir in schlechten Zeiten diese Gespräche führen, um uns herum. Ja. Existenzzeiten für Künstler. Ja. Für verschiedene Leute. Wir leben nicht in guter Zeit. Trotzdem freue ich mich, dass wir das machen können. Ja, das ist ja auch das, wo wir ja auch gesagt haben, wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass es die schönen Dinge gibt und das, was unser Herz erfreut. Das sind ja auch Gespräche, wie du und ich führen. Ja, das ist ja auch, wie wir gestern Abend miteinander waren alle und miteinander sind, schön bei Kerzenlicht und uns über die verschiedenen Dinge unterhalten. Das macht es ja dann auch wieder aus, als wenn wir uns nur zurückziehen und uns darauf konzentrieren, wie schlimm die Zeiten gerade sind. Weil auch die Zeit, in der du groß geworden bist, war trotzdem bestimmt keine leichte Zeit. Ne? Aber du hast natürlich offenbar ein sehr großes Glück gehabt und bist sehr wunderbar begleitet worden, auch von deinen Eltern. Das ist schon was sehr Besonderes. Das erfährt ja nicht jeder. Die Begleitung und die Unterstützung. Schauen wir mal, was der Junge möchte und wir werden trotzdem das, was wir können, dazugeben. Tolle Sache. Ich merke, dass ich sehr aufgeregt werde. Ich möchte gerne eine Pause jetzt anlegen. Das machen wir. Wenn es geht, weil ich merke, bei mir kommt richtig was. Da würde ich auch gerne mit dir sprechen über Ängste, aber dann muss man extra irgendwo auf das Thema kommen. Unbedingt. Ich würde auch sogar sagen, dass wir sogar hier für heute das schon
definitiv beenden und die Pause machen, Ja. weil wir werden verschiedene Teile machen. Janusz, Weil ich da hast glaube du nicht, weil dass wir- was ich alles erzählt habe, dass ich das so gerne akzeptieren würde. Ich weiß nicht, ich muss das sehen. Puh, das schaffe ich mich einfach, weil ich weiß nicht, aber bei dir muss auch etwas ähnlich sein, obwohl du viel jünger bist. Wenn man die Erinnerung wach macht, dann fängt es an, sich zu bewegen. das und ist zu berühren. Berühren einfach. Ja, das kann ich so verstehen, weil man im Erzählen so in dieser Zeit und in dem Gefühl der Zeit ist, ja? Man küsst sozusagen die vergangene Zeit. Und das ist natürlich mit Berührung verbunden. Und du weißt natürlich sofort, du hast auf einmal deine Eltern vor Augen, die Direktorin, du hast so viel vor Augen, deine ganzen Anfänge, das fließt Und ja auch die innerlich. Geschichte heute, dass man dich Natürlich auch getroffen hat, du ja. bist so interessiert über Schicksale, über Erinnerung von Künstlern und von verschiedenen anderen Menschen. Sehr gut. Ich danke dir, dass wir uns heute hier getroffen haben. Ja, Janusz, ich danke dir auch. Und wir werden das auf jeden Fall weitermachen. So, ihr Lieben, wie auch immer das weitergehen wird, es wird mehrere Teile geben, weil so ein Leben, Janusz ist 78, hat er gerade gesagt, das kann man nicht einfach abhandeln in 10 Minuten, einer Stunde, 1,5 Stunden. Wir werden uns da viel mehr Zeit nehmen und werden das in den Etappen machen, wie wir das brauchen und können. Emotional wie auch von der Umgebung, von allem. Ich danke euch vielmals, dass ihr zuhört, zuschaut. Wenn ihr unterstützen wollt, es gibt jede Menge Möglichkeit, Künstler heute zu unterstützen. Auch schon sich Lebensgeschichten wie die von Janusz anzuhören, mal wirklich da reinzugehen vom Gefühl, auch aus ganz vergangenen Zeiten. Das werden wir auch mehr machen, weil Janusz ist ja in einer Zeit, hat der auch gelebt und lebte zu einer Zeit, da gab es mich noch nicht oder auch euch. Da war vieles anders. Darüber auch mal zu erzählen. Dann bist du in Polen auch aufgewachsen. Es ist eine ganz andere Welt, andere Zeit und das interessiert mich, weil sowas darf uns gar nicht verloren gehen. Das ist einfach interessant. Also ich freue mich, abonniert gerne den Kanal, sagt den Leuten, dass es das gibt, dass man wirklich auch Zeitgeschehen und auch alte Geschichten, die schon lange her sind und trotzdem wahr sind, dass man die wirklich auch auf diesem Kanal hören darf und sehen darf, dass man das begleiten kann. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. Ciao. Danke, Janusz.
Janusz, das war heute schön mit dir. Gut.